So, hallo, willkommen zurück. Im letzten Abschnitt haben wir mal kurz das Supergrid Starter Pack implementiert, mit dem wir uns jetzt sozusagen unser Prototyping erstellen wollen. Wenn wir unser Projekt öffnen, dann beginnt es aktuell immer mit unserer Third-Person-Map und das werden wir jetzt gleich mal umstellen. Wir gehen auf Edit, wir gehen auf Project Settings und dann gehen wir hier drüben unter Project auf Maps and Modes und dann können wir hier unter Default Maps die Startup Map vom Editor, die stellen wir um auf unseren Level 1, den wir definiert haben. So, dann suchen wir unseren Level 1 heraus. Der wird irgendwann kommen. Hier ist er auch, Level 1 Map. Und falls wir dann wirklich mal eine Applikation uns gucken, dann würde ich sagen, stellen wir das trotzdem auch nochmal auf unseren Level 1 um. So, dann haben wir beides schon mal auf Level 1. Das heißt, beim nächsten Restart geht es immer mit unserem Level 1 Map los und dann können wir bequem Project Settings schließen und dementsprechend ist das Ganze auch abgespeichert. So, was ich aber jetzt machen möchte, wir haben ja im letzten Abschnitt dieses Supergrid integriert. Wir haben in dem Tutorial-Level sozusagen einen neuen First-Person-Player implementiert in unser Projekt, damit unser Tutorial-Level auch funktioniert und der Vorgänger hier von unserem Supergrid, der hat ja Fehler ausgeworfen, weil eben sozusagen die ganze Input-Axis-Mapping und so weiter nicht funktioniert oder wir hätten sie wahlweise mühselig in unser Project eintragen müssen und das haben wir natürlich versucht zu vermeiden. Das heißt, wir gehen jetzt hier, damit wir diese Fehlermeldung nicht mehr bekommen, wir gehen hier mal bei Supergrid Tutorial Level Blueprints auf die First-Person-Geschichte und da drin befindet sich ja lediglich alles, was da dazugehört mit dem Game Mode und so weiter, dass wir da praktisch nicht mehr durcheinander kommen. Das heißt, wir wählen den Ordner an und drücken einfach mal die Taste Entfernen. So, dann haben wir den schon mal weg. Die Level-Elemente würde ich drin lassen, weil es gibt ja hier diese wunderschönen Blueprints. Deswegen habe ich das auch mit migrated und jetzt sollte das Ganze nach wie vor auch noch funktionieren. So, und dann haben wir hier praktisch das Starter-Tutorial. Wir können es nochmal versuchen zu starten und in dem Moment, wo wir jetzt auf Play drücken, dann können wir hier mit unserem First Person uns dementsprechend drin bewegen und das ist nur dazu da, falls du ab und zu mal wieder nachgucken möchtest, was haben die da gemacht, wie machen die das und so weiter und so fort. Deswegen lassen wir das einfach mal so stehen. Gut, zur Erinnerung, First Person haben wir über Add hinzugefügt, über das Feature or Content Pack und dann haben wir den Game Mode hier drüben unter World Settings bei Game Mode Override BP First Person Game Mode eingeklinkt. So, natürlich ist unser Level 1 Map auf unseren Third Person, den Side-Scroller Charakter abgestimmt. Das heißt, wir können jetzt hier nicht großartig was kaputt machen, aber ich würde jetzt dieses Tutorial mal dem Supergrid widmen und dazu würde ich sagen, machen wir uns jetzt einfach mal einen neuen Level, New Level und den Level, den machen wir einfach mal Basic. Wir createn diesen hier und dann speichern wir ihn gleich mal ab mit File, Save Current Level As und wir speichern ihn unter unserem Map Folder und wir nennen das Ganze jetzt einfach mal Supergrid Map. So, falls du mit Supergrid vertraut bist, kannst du diesen Abschnitt von diesem Tutorial natürlich überspringen, aber ansonsten erkläre ich jetzt mal kurz, was man denn damit alles so anstellen kann. So, wir haben jetzt aktuell keinen Player drin, ganz klar, wir brauchen jetzt auch keinen, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Prototyping-Übung, das heißt, wir klicken mal den Floor an, per Entfernen können wir uns von diesem trennen. So, dann gehen wir hier einfach mal auf Supergrid und dann auf das Starter Pack und hier drin gibt es die sogenannte Source und wie schon gesagt, Meshes ist empty, das ist einfach so und wir gehen hier auf New und dann haben wir hier zum Beispiel schon mal die Supergrid Box, die hat den Pivot an der Seite, an der Kante und es gibt natürlich eine mit Centered, das ist natürlich für uns interessant, weil wir haben ja unser Foreground, Default und Background eingestellt, dass ich hier erstmal deselektiere,
weil ich möchte mich jetzt hier in diesem Level frei bewegen. Du musst beachten, dass das im Project Setting integriert ist. Das bedeutet, bei jedem neuen Level, wenn das selektiert ist, dann werden diese ganzen Variablen auch fruchten. So, also hier einfach mal Deselect und jetzt können wir einfach mal so eine Supergrid-Box rausnehmen oder erstmal zum Beispiel nochmal, wir gehen hier oben auf Quickly Add, wir gehen auf Shapes, wir holen uns einen Cube und diesen Cube, den können wir dann natürlich in alle verschiedenen Richtungen und Längen und Höhen ziehen, haben aber überhaupt keine Relation zum Player und das Ganze bringt uns natürlich nicht viel. Vergleichsweise, wenn ich jetzt einfach mal diese Supergrid-Box dazu stelle und ziehe die mal in die Länge, dann sieht man auch schon, dass wir hier das Ganze aufgrund des dynamischen Materials sauber einordnen können. Das bedeutet, jedes dieses Quadrats sind 10 cm, das heißt praktisch, das Ganze hier, diese Box ist 1 Meter und mit der nächsten Box hätten wir 2 Meter. 2 Meter würde bedeuten, unser Charakter könnte unten durchlaufen, natürlich, weil der ein wenig kleiner ist wie 2 Meter. Und das Schöne an der Sache, ich lösche das jetzt hier einfach mal raus, dann können wir das anwählen, wir können das so größer ziehen, man kann natürlich dann auch hier mitarbeiten, das bedeutet einfach hier zwischen den Verstrebungen und das Ganze einfach mal ein bisschen größer machen. So, dann können wir das Ganze natürlich auch kopieren. Schön wäre es, wenn man hier oben das Ganze einrastet. Ich habe das aktuell bei 10 und hier eben auch mit dem Snapping. Und wenn ich mir das jetzt mit der Alt-Taste sozusagen einfach mal kopiere, dann hier oben schauen, dass natürlich die Grad eingewinkelt sind. Dann gehe ich hier einfach mal um 90 Grad raus und durch das Snapping kann ich das wieder sauber hinrutschen. So, und da sollte man vielleicht ein bisschen näher rangehen, damit man das auch besser sieht, aber man sieht, es snappt perfekt ein und dementsprechend haben wir hier auch schon eine Wand gebaut. Gut, wenn wir jetzt natürlich hier noch mehr brauchen, das heißt, wir könnten uns hier nochmal so eine Box hinlegen, die machen wir jetzt einfach mal ein bisschen höher und breiter und so weiter und so fort. Und so gestalten wir unsere Elemente für unser Prototyping. So, das kann man natürlich dann sich so ausdenken. Wir haben hier das Starter Pack, wir haben hier unsere Materialien mit drin, es gibt eine Palette zum Beispiel und dann gibt es dementsprechend auch diese Templates. Wir haben hier zum Beispiel Human, Llama und Barrel, das erkläre ich dann gleich. Aber sagen wir mal, wir nehmen jetzt hier das als Human und dann könnten wir, wenn das Ganze schon mal berechnet wird, dann sieht man die Größe von unserem Player. Und wenn ich jetzt möchte, dass über dieses Hindernis, das wir ja später mit 3D ersetzen, eventuell hinüber gucken kann, dann kann ich das schon mal so einstellen und weiß, aha, mein Player kann hier drüber schauen. So, dann gibt es natürlich noch einige andere Geschichten. Es gibt hier Basics und dementsprechend gibt es auch, man kann sagen, Metal Dark an der Wall. Man kann hier zum Beispiel auch unter Palette die Grids-Geschichten sich anwählen. Es gibt hier Walkable, dass man sagt, das ist was lauffähig ist zum Beispiel. Und natürlich hat man auch Double Color Defaults, die sich dann so auswirken. Es dauert ein bisschen, bis bei mir die Sachen hier berechnet sind. Und natürlich sind das Material-Instanzen, die man dann dementsprechend auch an dieser Stelle dann wie üblich modifizieren kann. Aber man sollte jetzt ein wenig aufpassen hier mit den Colors, weil dann wäre das Ganze ja natürlich verstellt. Aber du siehst schon, du kannst dir jetzt dein eigenes Level-Design Preview aufbauen, um eben so ein Level-Building zu machen, dass du sagst, das sind meine Walls für Double Wall Jump und da darf ich nicht drüber, das sind meine Death Areas und so weiter und so fort. Ich mache jetzt hier einfach mal Cancel, weil sonst würde ich ja diese Material Instance dementsprechend verändern. Aber wenn du damit was anstellen möchtest, dann würde ich dir einfach empfehlen, nachdem ein Update Texture Streaming Data beendet ist, würde ich dir empfehlen, einfach eine Instanz nochmal draus zu machen. Das heißt, hier einfach mal rechte Maustaste, Create Material Instance und dann kannst du die natürlich nennen, wie du magst. Dann kannst du dann einfach sagen, Instanz, das wird meine Custom oder
Da kannst du dir einen Namen aussuchen, wie du magst, und dann kannst du natürlich hier an dieser Stelle dementsprechend dir deine eigene Farbwelt schaffen für deine eigenen Definitionen. So, das heißt praktisch, wir können hier mal bei Color reingehen, wir können das Ganze einfach mal abändern, wir können das hier absaven und dann dementsprechend gehen wir hier noch rein für die Grid Color und so weiter und so fort. Aber natürlich müssen wir das Ganze auch noch zuweisen und dann könnten wir uns das auch live sozusagen fast schon anschauen. So, das wäre jetzt die Geschichte, dass man hier sozusagen mit den ganzen Farben noch spielen kann, aber wie gesagt am besten über Instance. So, und so kann man natürlich sehr, sehr schnell verschiedene Geschichten aufbauen. Wir haben hier in dem Starter Pack natürlich unter den Source, einfach unter New natürlich auch noch Cone. Die können wir so in die Höhe ziehen. Wir können sie natürlich so wachsen lassen. Also man hat hier verschiedene Wahlmöglichkeiten. Es gibt Rampen, die natürlich ebenfalls in verschiedenen Größen darstellbar sind. Und das Schöne ist ja immer dieses Grid mit eben diesen 10 cm Einheiten. Das heißt einfach, ein sichtbarer Bereich ist 1 Meter auf 1 Meter und damit hat man die ganzen Proportionen gegenüber dem Player immer sauber im Griff. So, jetzt kommen wir noch zu ein paar anderen sehr interessanten Gimmicks. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal auf den Floor. Ich werde den jetzt einfach mal ein bisschen größer machen, dass ich ein bisschen mehr Demonstrationsfläche habe. Und zum Beispiel bietet uns das Supergrid hier in unserem Source New dementsprechend auch Supergrid Stairs an. Die kann man jetzt hier sozusagen integrieren. Man kann sie natürlich so in diese Richtung drehen, man kann sie nach oben fahren und so weiter. Und wie üblich auch, was es bei unserem BSP ist, auch in die Seite. Aber hier sieht man natürlich auch immer wunderschön diese Maßeinheiten dazu. Und das ist jetzt nicht alles. Es gibt nämlich hier im Starter Pack auch diese sogenannten Blueprints und unter Blueprints gibt es die Supergrid Dynamic Stairs. Und wenn ich jetzt die Dynamic Stairs mal daneben baue, dann habe ich hier den gleichen Effekt. Das heißt, ich kann die sozusagen auch in die Breite ziehen oder ich könnte sie in die Höhe ziehen. Ich lasse das einfach mal so stehen, aber ich habe hier so einen wunderschönen Endpoint, den ich hier auch selektieren kann. Und wenn ich jetzt an diesem Endpoint ziehe, dann wird meine Treppe einfach ein Stairway to Heaven. Und ich habe natürlich nachträglich immer noch die Möglichkeit, dass ich einfach sage, hier unten, wenn ich den Stair selber selektiere, dass ich das Ganze auch breiter mache oder schmäler und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein sehr, sehr praktisches Tool, das uns das BSP nicht liefert und wie gesagt immer mit diesem 10 cm Einheitskästchen und praktisch pro Farbe 1 Meter. Damit kann man alles perfekt skalieren, wie man es gerne hätte. So, jetzt habe ich hier natürlich ein Raster drin, das könnte man natürlich deaktivieren, aber im Endeffekt sollte klar sein, was man damit machen kann. Und innerhalb dieses Blueprint-Ordners befindet sich auch die sogenannte Supergrid Wall. Ich stelle die jetzt einfach mal hier rein für Demonstrationszwecke. Wir haben hier oben eine Height, die können wir natürlich nach oben und nach unten justieren. Immer bedenken, 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, something. Das heißt, unser Player würde ungefähr bis hier gehen. Und jetzt, wenn man das Ganze erweitern möchte, dann sollte man die Taste G drücken. Das ist die Game View Geschichte, die gibt es auch hier über den Hamburger. Da haben wir hier praktisch Game View ist off. Wenn ich sie anmache, dann sehe ich die Splines nicht mehr. Man sieht es hier, Tastenkürzel G, markieren, geh weg, geh hin. So, da haben wir hier unseren Spline und den nehmen wir uns einfach. Und dann können wir hier diese Wall einfach in die Länge ziehen. Dann kann ich einfach von da hinten eine Copy machen. Ich markiere mir einfach gar nichts und ich mache die Alt-Taste und ziehe einfach rüber. Genauso wie wir eine Kopie von irgendeinem Objekt erstellen. Und damit bin ich in der Lage, sehr, sehr schnell einen Dungeon aufzubauen oder ein Maze, je nachdem, wie es mir beliebt. Man kann das Ganze abschließen, man kann es natürlich auch dementsprechend offen lassen. So, dann haben wir diese Geschichte jetzt einfach mal so da. Wenn ich jetzt einmal kurz wechseln und wieder einschalte, man muss immer irgendwo hinwechseln und wieder reinwechseln, damit dieses blaue
Hide-Icon erscheint. Man muss jetzt auch nicht aus dem Spline-Modus raus. Das bedeutet, ich kann hier wieder hinklicken und kann das Ganze dementsprechend auch wieder niedriger und höher machen, was natürlich auch sehr interessant ist. Und auf der anderen Seite haben wir hier bei Supergrid, haben wir hier unten noch in Details die Chance zum Sagen, die Column Thickness, die können wir auch erhöhen, so dass wir hier praktisch mehr Column Thickness haben. Und es gibt hier unten auch noch die Wall Thickness, wobei man die Wände dann auch noch etwas breiter gestalten kann. So, das wäre die eine Geschichte, und zum anderen, wenn wir hier mit Spline Points arbeiten, dann sind wir auch wie üblich in der Lage, hier rechte Maustaste Add Spline Point, und dann bekommen wir eine zusätzliche Column an dieser Stelle. So, das ist ja schon mal wirklich super easy, um irgendwelche Räumlichkeiten oder Mazes und sonstige Sachen in einer Art Prototyping vorzubereiten. Man kann es fast so stehen lassen wie eine Wall, man muss ja nur dementsprechend das Material dann anpassen. Und mit so einer Wall habe ich jetzt natürlich auch noch andere Anwendungsmöglichkeiten. Ich muss ja nicht unbedingt als Wall verwenden. Ich kann jetzt einfach mal sagen, ich baue mir da einfach mal so einen Steg draus. Das heißt, ich drehe die mal um 90 Grad rum. So, dann müsste ich mir jetzt die Spline Point suchen. Meinen sehe ich hier an der Stelle schon. Taste G wäre ja weg. Taste G kommt er. Und dann dementsprechend kann ich den Spline Point ja auch anwählen und dadurch meine Brücke oder meinen Steg verlängern. Natürlich kann man das auch in der Breite wieder verändern, und ich habe natürlich jetzt hier zusätzlich die Möglichkeit, weil ich ja mit Splines arbeite, dass ich mir hier noch einen Spline Point reinbaue, und jetzt sage ich einfach, jetzt schiebe ich das ein bisschen nach unten und dementsprechend mache ich mir hier noch einen rein und den drücke ich jetzt noch ein bisschen nach oben, und so könnte man sich dann einfach so eine Art Hängebrücke basteln. Gut, und an dieser Stelle gibt es natürlich dann auch noch die Möglichkeit, das mit Material zu versorgen. Wir haben ja hier im Starter Pack diverse Geschichten, Material, zum Beispiel in der Base, und dann können wir hier drüben suchen. Hier haben wir das Color Material, das ist ja auch jetzt aktuell dieses Supergrid Auto, aber es gibt hier unten auch das Wall Material, und wenn ich das jetzt mal mit Holographic versorge, dann wirkt das schon sehr interessant, wenn unten drunter zum Beispiel im Sidescroller sich da noch was befindet und man hat irgendwie das Gefühl, man bewegt sich so fast auf Glas, und das macht natürlich ein bisschen beängstigenden Eindruck. Also die Wall ist nicht unbedingt nur als Wall gedacht, man kann natürlich hier auch sämtliche Funktionalitäten mit Thickness und so weiter und der ganzen Height natürlich dann dementsprechend auch wieder einstellen. So, zu guter Letzt möchte ich noch was zeigen, ebenfalls aus dem Blueprint-Verzeichnis. Es gibt hier dieses Supergrid Master, und wenn ich das reinlege, dann sieht man, dass alles sozusagen bis komischerweise die Blueprint Stairs dementsprechend nicht mit dem Material versehen werden, aber mit diesem Master kannst du dann praktisch alles einheitlich bestücken, und dementsprechend hast du dann auch die Möglichkeit, da sozusagen auch dann das Material zuzuordnen. Das heißt Starter Pack Material, und dann nehmen wir einfach eine Palette. Wir nehmen einfach mal ein Basic, und ich mache das Ganze jetzt einfach mal in dieser Farbe, und das wäre aber jetzt fast kein Prototyping mehr. Wir können ja nicht mehr unterscheiden zwischen Vogue, Able, Jump und so Sachen. So, das wäre ja fast schon eine Finish Version. So, das war es jetzt mal als kurze Einführung zum Supergrid Starter Pack. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen, und ich denke, du bist auch meiner Meinung, dass man damit wesentlich besser prototypen kann wie mit den BSPs, und dann werden wir im nächsten Abschnitt mit unserer Level 1 Map weitermachen, natürlich ebenfalls mit Prototyping. Okay, also bis dann. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen, und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.